Herzlich willkommen auf dem OBO-Messestand und ich darf keinen geringeren begrüßen als Jan-Lennart Struff, unseren deutschen Davis-Cup-Spieler im Tennis. Jan, schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht mal ein paar Worte dazu, wie kam es jetzt oder wie kommt es zu einem Engagement mit einer Firma wie OBO Bettermann? Also es ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es gibt ja eine Beziehung dazu. Ja, danke Klaus. Ich freue mich hier zu sein. Es ist für mich das erste Mal hier in Frankfurt auf der Messe. Und wir haben persönlichen Kontakt zu Herrn Bettermann über meine Familie aufgebaut. Natürlich ist Herr Bettermann sehr tennisbegeistert und das Unternehmen aus dem Sauerland. Habe natürlich sehr Bezug dazu, weil ich sehr mit meiner Heimat verbunden bin. In Warstein bis nach Menden ist es nicht weit. Und ja, es ist sehr, sehr schön, wenn man so viel unterwegs ist im Jahr, auch einen heimatlichen Bezug dabei zu haben, in Form von eines Patches auf meiner Kleidung. Und ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh über diese Zusammenarbeit. Ja, sehr schön. Es gibt sicherlich auch eine Schnittmenge, ich sag mal Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, bist du sehr engagiert insgesamt. Was kannst du uns dazu erzählen? Was genau betrifft da dein Engagement? Ja, ich finde, irgendwann, als ich als Tennisspieler so viel gereist bin und wir verbringen sehr, sehr viel Zeit in der Luft, fliegen sehr, sehr viel, kamen bei mir die Gedanken, auch angeregt durch ein paar Spielerkollegen, was kann man eigentlich machen, um so ein bisschen den CO2-Ausgleich, besseren Fußabdruck zu hinterlassen und für nächste Generationen. Dann bin ich Vater geworden und habe diesen Blick einfach noch mehr bekommen, was hinterlasse ich meinen nächsten Generationen und habe mich dann engagiert, habe versucht, meine Flüge sozusagen auszugleichen, den CO2-Ausdruck oder Abdruck, habe einfach mich ein bisschen sozial engagiert, auch in Projekte und möchte das auch in Zukunft sehr, sehr viel weitermachen. Und ich finde es auch gut, was die Firma OBO dabei macht und unterschiedliche Projekte unterstützt und das ist sehr, sehr wichtig für mich dabei. Ja, super, genau, denn OBO ist sicherlich auch seit einigen Jahren schon unterwegs in sozialen Engagement mit Kinderschulen in Uganda und so weiter. Gut, kommen wir mal zum Tennis, denn das ist ja, wenn man dich hier hat, wäre es ja sträflich, keine Tennisfragen zu stellen. Derzeit, trotz des Viertelfinals Einzugs in Sofia, ich weiß nicht, ob es die aktuelle Rangliste ist, 132. der Weltrangliste, wobei dich eine Verletzung am Jahresanfang zurückgeworfen hat. Du warst davor, glaube ich, unter den Top 60 oder 52. Willst du auch sicherlich wieder hinkommen, kann ich mir vorstellen. Vielleicht kannst du uns mal Einblick geben über das Leben eines Tennisprofis. Wie sieht so ein Tag eigentlich aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ist ja jetzt wahrscheinlich nicht nur Tennisplatz, sondern wahrscheinlich auch Kraftraum oder gymnastische Übungen oder was auch immer. Ja, das hat sich sehr, sehr viel verändert in den letzten Jahren. Der Tennissport ist sehr, sehr viel athletischer geworden. Früher hat man sehr, sehr viel Zeit auf dem Tennisplatz nur verbracht, sehr viele Bälle geschlagen, sehr viele Wiederholungen geübt. Und es hat sich sehr, sehr verschoben. Man muss sehr, sehr viel in den Kraftraum gehen, viel auf der Laufbahn, viel an der Fitness üben, auch an der Prävention von Verletzungen viel machen im Physiobereich. Deswegen reise ich immer mit gesamten Trainerteam, nicht nur meinem Tenniscoach mit, sondern habe auch einen Physiotherapeuten und einen Fitnesscoach dabei, was sehr, sehr entscheidend geworden ist in den letzten Jahren, weil sonst kann man einfach nicht mehr beim Top-Niveau mithalten. Und momentan sieht so ein Trainingstag so aus, dass ich 2-3 Stunden Tennis trainiere morgens. Habe manchmal sogar meinen Fitnesscoach dabei, der eine Stunde mit mir aufwärmt, dass man insgesamt auf 3,5 Stunden kommt. Habe eine kleine Mittagspause, esse was und dann gehe ich nochmal in den Kraftraum, trainiere 1,5 Stunden und dann stretchen wir ein bisschen aus. Man muss sich beweglich halten und mache danach noch ein bisschen was auf der Liege als Physiotherapie. Also der Tag ist schon sehr, sehr voll. Okay, ich denke mal, dass Ernährung sicherlich auch ein Riesenthema ist. Man weiß ja von Djokovic, der das sehr extrem betreibt. Achtet man darauf oder muss man darauf achten? Absolut. Ich glaube, Novak Djokovic ist da ein absolutes Vorbild, wie er das macht.
der achtet wirklich auf jedes kleine Detail. Ich versuche mich gut zu ernähren, habe noch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall, aber ich versuche es im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr ausgewogen zu machen, vor dem Match natürlich und in den Phasen, wo man im Turnier ist und in der Vorbereitung, ja, wirklich gesund zu essen. Es gibt dann auch mal Tage, wo man ein bisschen Süßigkeit reinstreut, aber die Tage sind sehr, sehr wenige. Aber ich glaube, man muss einfach ein Gesamtpaket zur Verfügung haben und muss sich in sehr, sehr vielen Bereichen sehr, sehr professionell verhalten. Ich glaube, das ist in jedem Leistungssport so. Sonst kann man wirklich mit dem Top-Elite sozusagen nicht mehr mithalten, weil das Leistungsniveau hat sich so verbessert in den letzten Jahren und da muss man wirklich an jeder kleinen Schraube fallen. Aber eine Currywurst-Pommes geht auch mal. Vielleicht mal beim Fußballspiel, aber sehr, sehr selten, ja. Okay. Gut, blicken wir mal jüngst zurück auf die letzte Woche. Du hast das Turnier in Sofia gespielt, leider gegen Musetti verloren im Viertelfinale. Trotzdem zufrieden gewesen mit dem Turnier bis dahin? Ja, absolut. Du hast es vorhin angesprochen. Es war für mich bisher ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Ich habe mich verletzt, hatte einen Zehenbruch, hatte noch ein Knochenödem im Mittelfuß und bin jetzt wieder auf Weg zurück, hoffentlich in die Top 100. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Jahr gewesen, aber deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar für die Unterstützung hier von Obo und ich möchte wieder voll nach vorne gehen und die letzte Woche war auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung. Es war ein gutes Turnier, ich musste aus der Qualifikation starten, habe ein paar Matches gewonnen und ich hoffe, ich kann den Schwung jetzt die letzten Wochen und Monate des Jahres mitnehmen. Ist ja gerade wichtig für die Turniere, dass man dann nicht mehr durch die Quali muss, sondern auch vielleicht mal gesetzt wird, um auch nicht auf den Gesetzten gleich zu treffen, wie in Wimbledon gegen den Shootingstar Alcaraz, wo du aber im Prinzip fast ihn geschlagen hättest. Leider erst im 5. Satz gegen ihn verloren, also ich denke mal, da bist du ja sicherlich auf einem ganz guten Weg. Gucken wir mal zurück auf deine Karriere. Weißt du noch, welches erste Spiel auf der ATP-Tour oder welches Spiel dein erstes auf der ATP-Tour war? Ich kann dir helfen, es war ein Doppel. Doppel, okay. Das müsste, glaube ich, in Stuttgart gewesen sein. Ja. Das haben wir verloren, ja. Genau. Ich bin nicht mehr sicher, mit wem ich da gespielt habe. Ich würde jetzt vielleicht sagen Robin Kern, kann das sein? Also ich habe die Gegner zumindest. Dustin Brown und Christopher Kaas, ja, das weiß ich auf jeden Fall. Genau, ja. Das war 2012. Ja. 2 Jahre später hast du dann auch die beste Platzierung erreicht, die du bisher hattest, mit Platz 46 der Weltrangliste. Was würdest du denn als deinen persönlich größten Erfolg bewerten? Es ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Ich finde, es macht sehr, sehr viel Spaß, im Davis Cup Team zu spielen. Wir haben das Halbfinale letztes Jahr erreicht, was ein absolutes Highlight ist. 4. Runde French Open zweimal zu erreichen, war was ganz, ganz Großes, was ich mir lange, lange erträumt habe. Natürlich möchte ich den Weg noch weitergehen, aber das war ein absolutes Highlight für mich. Und es gibt viele, viele Matches, auch vielleicht einzelne Matches, wo ich gegen Nadal, Djokovic und Federer auf dem Platz gestanden habe, was absolutes Highlight war für mich. Und deswegen ist es schwierig, einen Moment rauszupicken. Aber ich würde halt schon sagen, so Matches, die man für Deutschland im Davis Cup gewinnen konnte, dass es schon sehr, sehr oben dabei ist. Okay. Gibt es denn eigentlich so eine Art Lieblingsgegner? Also wenn man weiß, der wird mir zugelost, locker, den haue ich mal eben weg. Gibt es sowas? Oder von der Spielart, Spielweise, was einem der besonders liegt? Ja, jeder Gegner hat bestimmte Arten zu spielen, hat Stärken, hat Schwächen. Früher war das, glaube ich, vor 10 Jahren, würde ich sagen, war das ein bisschen ausgeprägter. Man wusste, okay, man spielt vielleicht gegen einen Spanier, der ganz gerne einen Ball viel reinspielt und spielt mal lieber auf Rasen oder gegen einen aus den USA spielt man ganz gerne auf Asche. Aber das hat sich schon sehr geändert in den letzten Jahren und ich finde, die neue Generation an Spielern sind deutlich kompletter geworden und
ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich möchte jetzt den Gegner in der ersten Runde haben. Manchmal ist es so, ich möchte jetzt vielleicht nicht den Top-Gegner in der ersten Runde haben und man hofft ein bisschen auf Losglück, aber das ist dann, ja, das kann man sich sowieso nicht so wirklich aussuchen und deswegen hat man manchmal ein paar Präferenzen, aber mit manchen kommt man gut, mit manchen schlechter klar, aber sonst im Generellen ist das einfach so, man sollte sich auf sein Spiel konzentrieren und fokussiert an die Sache rangehen. Gut, aber dann liegt trotzdem meine nächste Frage auf der Hand. Wenn Lieblingsgegner, gibt es auch einen, wo man sagt, oh nee, bitte nicht, also nicht gegen den? Ja, absolut. Man hat, wie ich schon gesagt habe, manche Gegner, mit denen man nicht so gut klarkommt, die beispielsweise einen auskontern. Jetzt, wenn ich an Novak Djokovic denke, ich habe 7-mal gegen ihn gespielt, habe 7-mal verloren, habe einen Satz gewonnen. Es ist schwierig, weil vielleicht passen die Spielweisen von uns gar nicht so richtig zueinander, weil er mich gut auskontert. Ich habe eher Schläge, ich gehe viel mit dem Aufschlag drauf und er retourniert sehr gut, bringt den Ball immer wieder ins Spiel und das passt vielleicht nicht ganz zusammen. Er ist natürlich auch einer der Besten, die je gespielt haben. Wenn er auch gerade aktuell nicht auf 1 steht, aber er ist sicherlich nach wie vor einer der Besten, was er auch beim Lever Cup zumindest im ersten Spiel noch bewiesen hat. Nehmen wir mal so einen ganz extrovertierten Typen, wie so ein Nick Kyrgios. Wenn man gegen den spielt, gegen den hast du auch schon mal gespielt, ist das nervig oder kann man das ausschalten, was der da auf der anderen Seite fabriziert? Ja, der Nick ist ein spezieller Typ. Abseits des Platzes ist er sehr lieb, sehr nett. Man hat schon mal gute Gespräche mit ihm geführt und ich hatte auch schon mal Spaß mit ihm. Also ist ein witziger Typ auf dem Platz. Natürlich ein bisschen speziell, wird halt viel diskutiert und wenn man gegen ihn spielt, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Man muss seinen eigenen Fokus halten bei seinem eigenen Spiel und sich versuchen, nicht ablenken zu lassen, egal was er macht. Und er hat natürlich ein Schlagrepertoire, was unglaublich ist. Er hat einen unglaublichen Aufschlag. Er ist ein kompletter Spieler, was es halt umso schwerer macht. Ich habe 2-mal gegen Australien gegen ihn gespielt, 2-mal verloren. Vor heimischem Publikum ist er natürlich hochmotiviert. Ich habe in Madrid einmal gegen ihn gespielt, konnte ihn schlagen und es ist speziell. Speziell. Ärgert man sich bei Aufschlägen von unten? Empfindet man das als Erniedrigung oder denkt man sich auch, ja? Also ich bin der Ansicht, nein, überhaupt nicht. Ich finde, es ist ein legitimer Schachzug im Tennis. Ich finde, wenn sich ein Gegner hinten an die Plane stellt, um deinen Aufschlag zu entschärfen, sozusagen deine große Waffe aus dem Spiel zu nehmen, indem man sich weit nach hinten spielt, warum sollte man es nicht machen und den Gegner ein bisschen an die Linie wieder zurückholen, wo es schwieriger ist zu retournieren. Das finde ich dann, wenn man das nicht macht, ist es fast fahrlässig. Es wird leider ein bisschen kontrovers gesehen, dieser Spielzug, und gehört im Tennis vielleicht, ist nicht so gern gesehen, aber ich finde, es ist als taktisches Mittel absolut super. Und solange es nicht so ist, dass man den Gegner damit veralbern möchte, was ich als respektlos finde, aber solange es als taktisches Mittel eingesetzt wird, finde ich es gut. Okay. Gibt es denn ein Turnier, was dir am meisten Spaß macht, wo du sagst, da freue ich mich besonders drauf? Also ist es eines der 4 Grand Slam Turniere oder vielleicht auch ein ganz anderes? Ja, schon. Also ich hatte eine spezielle Geschichte zu Roland Garros, weil ich damals mit meiner Mutter dorthin gefahren bin mit dem Auto. Wir haben im Auto übernachtet, weil wir kein Hotelzimmer bekommen haben als Jugendlicher. Das war witzig. Deswegen, Wimbledon ist immer richtig speziell, weil es einfach der Flair auf der Anlage ist. Man ist einfach in einer anderen Welt. Dann mag ich noch ganz gerne die Turniere in Deutschland, weil wir so viel als Einzelsportler reisen. Ist es mal schön, die Familie mitzunehmen, dass die ganze Familie das Match sehen kann und dass man nicht so weit wegreisen muss und vor deutschem Publikum spielen zu dürfen. Wenn du sagst Roland Garros, würdest du sagen, auch Sand ist dein Lieblingsbelag? Bei dem Aufschlag könnte man ja denken, eher vielleicht schnellere Böden wie Rasen. Ja, ich finde, ich glaube, wir deutschen Spieler sind alle auf Asche groß geworden im Sommer und haben deswegen einen ganz guten Bezug dazu. Aber ich mag auch schnellere Belege, wie du schon gesagt hast, das mit dem Aufschlag. Ich mag das schnellere Spiel, ich mag das Spiel, ans Netz zu gehen, die Ballwechsel kurz zu halten. Aber Asche liegt mir eigentlich auch gut, ja. Okay.
Gibt es denn ein Turnier, ja wahrscheinlich ist die Frage überflüssig, wo man sagt, das möchte ich mal unbedingt gewinnen. Ich meine, man will wahrscheinlich jedes gewinnen, aber gibt es so ein spezielles, wo man sagt, das wäre schon mal geil, das zu gewinnen? Ja, ich meine, jeder Tennisspieler träumt davon, in Wimbledon zu gewinnen, absolut. Das ist sehr, sehr weit weg, absolut. Aber ja, es ist einfach wunderschön, dabei zu sein und zu spielen, Match für Match zu gehen. Mein bestes Resultat war 3. Runde und ich freue mich auf noch weitere Jahre in Wimbledon spielen zu können. Und ja, man hat natürlich immer einen großen Traum, man fängt irgendwann an und möchte natürlich große Turniere gewinnen, ja. Schau mal, es gibt ja auch Turniere, wo man sich wirklich selber reinsteigert, wo man Absolut, ja. euphorisiert ist und wo es dann auf einmal besser läuft, als man vorher geplant hat, denke ich mir. Kommen wir mal zum Davis Cup. Du bist ja Bestandteil der Mannschaft, hast ja auch die beiden letzten Spiele erfolgreich bestritten. Ist es eigentlich eine Ehre für Deutschland zu spielen? Ich empfinde es als Ehre, ja klar. Das ist auch etwas, wovon ich als Kind geträumt habe. Und ich hatte Gänsehaut und war natürlich total nervös, als ich das erste Mal gespielt habe. Erst mal die Nationalhymne zu hören und mitzusingen, ist eine absolute Ehre. Also das wird es auch immer sein. Und man ist einfach, ich finde, immer ein bisschen mehr nervös noch, wenn man für Deutschland spielen darf. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns qualifizieren konnten jetzt vor 2 Wochen in Hamburg für die Endrunde, für das Viertelfinale gegen Kanada am 24.11. in Malaga. Und ja, ich freue mich auf eine wunderschöne Zeit mit dem Team dort. Wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Man fiebert ja dann doch mit. Es gibt noch eine Schnittmenge zwischen Obo und dir und das ist die Liebe zum BVB, die ich jetzt nicht so ganz teile, aber okay, das muss ja auch nicht sein. Siehst du Meisterschaftschancen für dieses Jahr? Das ist schwierig. Wir haben ein schwieriges Spiel vor der Brust am Samstag gegen Bayern. Und ich werde es mir auch angucken. Und es ist immer diese Diskussion am Anfang der Saison, haben wir eine Chance, es Bayern strittig zu machen oder hat ein anderes Team die Chance, Bayern wirklich jetzt den Meistertitel abzunehmen. Ich glaube, es sind 10 in Folge gewesen. Ist schon brutal, es ist langsam mal an der Zeit, aber Bayern ist leider sehr, sehr gut und ich hoffe natürlich, dass wir sehr lange oben mitspielen werden und ich hoffe natürlich, dass in den nächsten Jahren, dieses Jahr irgendwie ein anderes Team mal Meister wird. Es wäre natürlich wunderschön, wenn Dortmund Meister werden kann, aber das ist ein weiter, weiter Weg und ich glaube, die Liga sehnt sich auch sehr danach, dass man einen anderen Meister gibt. Mal sehen, ja. Ich kann nicht Ja sagen, ich hoffe es einfach nur. Aber die Dortmund-Ergebnisse haben jetzt keinen Einfluss auf dein Spiel. Wenn danach unmittelbar ein Spiel wäre, Dortmund hätte gewonnen oder verloren, dann... Ich meine, ist es schon schwierig, wenn Dortmund ist schon meine Leidenschaft und wenn Dortmund verliert, ist es schon schwierig. Wenn beispielsweise Freitagabendspiel ist und Dortmund verliert, ist es ein schwieriger Start ins Wochenende. Andersrum, wenn sie gewinnen, ist ein super Start ins Wochenende, aber man bleibt seinem Verein halt immer treu, egal was ist. Und ich finde es immer wieder spannend, sich andere Sportarten auch anzugucken, nicht nur Fußball. Also ja, ich bin ein riesen Sportfan. Ja, okay. Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage. Du bist 32 Jahre, eigentlich, wenn man Federer sieht, noch ein ganz gutes Tennisalter, also hättest du noch 9 Jahre, wenn man das vergleicht. Gibt es für dich ein persönliches Ziel, wo du sagst, also da will ich noch hin oder das möchte ich gewinnen oder ist es gar nicht so, dass man so denkt in den Strukturen? Also wenn ich noch 9 Jahre spielen würde, das wäre unglaublich. Was der Roger geleistet hat, ist Wahnsinn. Ich meine, so lange Tennis spielen zu können auf dem Niveau, das ist überragend. Wenn es bei mir noch einige Jahre weitergeht, bis vielleicht 36, 37 oder irgendwas in die Richtung, vielleicht auch gerne länger, wäre es schon, wenn ich auf dem Niveau spielen kann, ein großer Erfolg. Ich möchte noch viele Matches gewinnen, ich möchte wieder zurück in die Top 100 kommen nach der Verletzung. Das ist ein großes Ziel von mir. Ich möchte beim Davis Cup häufig dabei sein, ich möchte mein Land vertreten und Erfolge damit feiern beim Davis Cup. Jetzt haben wir wieder einen Erfolg gefeiert und jetzt geht es ja weiter.
Und natürlich würde ich gerne ein Turnier gewinnen auf der ATP-Tour. Ich war schon ein paar Mal nah dran, aber es hat bisher noch nicht geklappt. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich in der Zukunft noch die Chance bekommen werde. Und Grand Slam, Hauptfelder, natürlich möchte ich noch mal in die 4. Runde zurück. Und es gibt noch einige Träume und Ziele, die ich habe und die ich mir vielleicht erfüllen kann. Ja, dann an der Stelle nochmals vielen Dank für deinen Besuch hier auf dem OBO-Messestand. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast mal einen Eindruck gekriegt, was es bedeutet, auch so eine Messe aufzubauen, sich zu präsentieren als Unternehmen. Danke für deine fachkundigen Auskünfte, war sehr interessant mit dir zu plaudern. Und ja, vielleicht sehen wir beide uns mal und spielen gegeneinander auf dem Tennisplatz. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht für mich hier. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, wir können schauen, ob wir nochmal auf dem Tennisplatz bei irgendeinem Event das machen und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dankeschön. Hätte ich eine Chance, wenn du mit links spielst? Ich weiß, ich kenne deine Spielstärke nicht. Ich habe dich nicht spielen sehen, ich weiß es nicht. Okay, müssten wir dann einfach mal probieren. Alles klar. Jan, vielen Dank nochmal und Ja, Dankeschön, gute gerne. Heimreise.